Wichtiger Hinweis: Die Inhalte dieses Kanals richten sich ausschließlich an Personen ab 18 Jahren. Die gezeigten Videos dienen reiner Wissensvermittlung und Information über den botanischen Anbau und die Pflege der Hanfpflanze. Es findet absolut kein Verkauf von Pflanzen, Samen, Produkten oder Substanzen statt. Anfragen zu Kauf oder Handel werden nicht beantwortet. Die Inhalte sind keine Anleitung zur Nachahmung und fordern nicht zum Konsum oder zur Herstellung regulierter Stoffe auf. Hallo meine lieben Freunde da draußen, mein Name ist Michi und damit herzlich willkommen in der Herb Factory. Moment mal, was hat der gerade gesagt? Herb Factory? Ah ja, stimmt. Irgendwas hat sich am Kanal mal wieder verändert. Ja, der Michi hat seinen Kanal mal wieder umbenannt und zwar in Herb Factory. Also aus Herbs and Turbs wird die Herb Factory. Hintergrund, will ich es jetzt heute schon sagen? Oder will ich es vielleicht dem einen oder anderen überlassen, ein bisschen selbst mal zu gucken? Weil wenn ihr euch durch meinen Kanal klickt, dann werdet ihr vielleicht sehen, warum ich den Kanal umbenannt habe. Ich sage mal nur kurz so, ich möchte, dass sich dieser Kanal hier wirklich hundertprozentig ums Grown kümmert. Gleichzeitig finde ich es aber schade, weil es einfach bei diesem wunderbaren Hobby doch auch einen ganz, ganz großen Bereich gibt, den ich einfach mit diesem Grow-Thema nicht wirklich abdecken kann. Und da dachte ich mir, ja, mache ich vielleicht doch noch einen weiteren Kanal auf, der sich anderen Themen widmet. Also guckt mal nach auf meiner Kanalseite, ob ihr vielleicht das andere, ein oder andere vielleicht schon entdecken könnt. Dann wisst ihr auch, was es damit vielleicht auf sich hat. So viel also zum Thema neuer Kanalname. Ihr braucht euch aber überhaupt keine Sorgen machen. Also vom Content hier bleibt auf diesem Kanal alles so, wie ihr es gewohnt seid. Der ganze Themenbereich wird eben nur auf einen anderen Kanal noch erweitert werden. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Leute, schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare, was ihr von der Idee haltet, was ihr von dem neuen Kanalnamen haltet. Würde mich wirklich sehr interessieren. So, aber nun zurück zu diesem Video, denn ich bin euch ja noch was schuldig, und zwar die Ergebnisse aus der Fermentbox von Bonsanto. Und genau, wir haben hier vor etwa 6 Wochen, etwas über 6 Wochen, die Box mit Material gefüllt. Dieses Material hat hier in dieser Box vor sich hin gecured. Und ich habe die Ergebnisse, ich habe sie einmal ja sensorisch hier bei mir und ich habe sie natürlich aber auch messen lassen und habe die Ergebnisse hier und die finde ich tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr spannend. Verglichen wurde das Material aus der Fermentbox von Monsanto mit diesen Dry Firm Bags. Da wurden die Blüten letztendlich für 2 Wochen drin gelassen, bis sich das Gewicht nicht mehr verändert hat. Und dann wurden die Blüten anschließend in diese ja, luftdichte, lichtblickdichte Folie reingepackt. Hier klebt schon wieder was zusammen. Ich muss da ein bisschen vorsichtig mit der Melasse sein. Und dann wurde das Ganze eben auch für insgesamt dann volle 6 Wochen in diesen Beuteln gelassen. Das Material wurde letztendlich dann aus beiden rausgeholt, wurde von mir bewertet, optisch, sensorisch, also auch wie riecht das Material auf mich. Und dann wurde das Ganze letztendlich in ein Glas verpackt, hier für mich, für den persönlichen Eigengebrauch, eine kleine Menge aufgehoben. Und der ganze andere Rest, was zu viel war, wurde auf dem Kompost entsorgt. Genau, wie gesagt, das Material aus dieser Box hier habe ich dann zu den Kollegen von Greenery CBD aus Bürstadt, also liebe Grüße an euch, das habe ich denen vorbeigebracht. Die haben das dann auf einem Purple Nahinfrarotspektrometer analysiert, auch sensorisch bewertet. Ich habe denen ein paar kleine Infos zu dem Material gegeben und dann haben sie mir die Ergebnisse per E-Mail zugegeben und natürlich auch noch ein paar kleine Worte darüber verloren und die möchte ich euch gleich zum Anschluss dann noch eben vorlesen. Kurz und knapp nochmal. Wir haben die Fermentbox hier von Bonsanto zugeschickt bekommen. Was ist das hier überhaupt? Das ist hier eine formschöne Kiste aus 100% Kiefernholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Und für was benötigt man jetzt diese Box? Ja, ihr kennt das ja. Ihr habt eure Pflanzen nun fertig gegrowt und seid perfekt genau dort angekommen, was das Terpen-Reifebild ist. Ja, die Trichome sind schön milchig geworden, nicht zu ja, harzig geworden das Ganze, nicht zu sehr bernsteinfarben die Trichome. Und jetzt möchtet ihr natürlich dieses perfekte Ergebnis natürlich auch bis zum Ende finishen.
Dann gibt es natürlich verschiedene Methoden. Ihr könnt die Pflanze eben einfach abschneiden, die großen Blätter wegnehmen und die Pflanze über Kopf im Zelt aufhängen und einfach gucken, dass ihr die Luftfeuchtigkeit bei etwa 60% haltet. Und dann nach 2, 3 Wochen könnt ihr mal so ein bisschen vorsichtig an den Stielen knicken. Und wenn ihr so ein leichtes Krachen hört, dann sagt man, ja, sind die Blüten letztendlich schon bereit, um in ein Glas zu kommen. Da kommt dann so ein Boveda-Pack, so ein 62% luftfeuchtigkeitsregulierendes Pack mit dazu. Und das war es dann auch schon. Ja. Funktioniert tatsächlich auch recht gut, diese Trocknungsmethode. Allerdings ja, verhindert diese schnelle Trocknungsmethode in dem Zelt, dass sich ja gewisse Prozesse innerhalb der Blüten stattfinden und etablieren können. Ein Prozess dabei wäre beispielsweise der enzymatische Abbau von Chlorophyll, was letztendlich ja diesen grasig-farbigen Ton von den Blüten nimmt. Die Blüten werden dann einfach ein bisschen blasser grün. Aber ich sag's mal so, bei der gewählten Konsumform hat das einfach einen positiven Effekt auf den Geschmack, wenn die Blüten ja eine gewisse Zeit hatten, um eben nachzureifen, um das Chlorophyll abzubauen. Und genau da kommen solche Produkte wie eben die Dry Firm Bags oder eben die Fermentbox hier ins Spiel. Denn diese sorgen dafür, dass die Blüten möglichst langsam und gleichmäßig trocknen, dabei aber die Feuchtigkeit in den Blüten noch ausreichend genutzt werden kann für mikrobiologische oder eben ja, enzymatische Prozesse, um das Ergebnis zu verfeinern, gleichzeitig aber auch, um die Terpene innerhalb der Trichome zu schützen. Also wenn man das jetzt wirklich ganz, ganz schnell trocknet, dann brechen auch diese Trichome auf und die Terpene gehen verloren und man hat einfach nicht mehr den schönen Geschmack, den die Blüten eigentlich haben könnten. Wir haben es uns in dem ersten Video mal angeschaut. Ja? Also diese Box hier von Monsanto ist aus 100% Kiefernholz, hat hier 2 Einlegeböden und hier unten Platz für eine Schale. Zu der Schale komme ich gleich. Insgesamt haben wir hier in dieser Box einen Füllraum für ja, 500 Gramm feuchte Blüten. Die können also hier reingelegt werden. Und innen drin haben wir einen Aktivkohlelüfter. Dieser Aktivkohlelüfter wird mitgeliefert, wenn ihr diese Box bestellt und wird dann so über einen ganz normalen USB-Stecker hier an so einen ganz normalen haushaltsüblichen Plug dran gesteckt und dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr stellt euch so ein kleines Hygrometer hier rein und guckt einfach zeitschaltuhrmäßig oder ihr bedient es vielleicht über eine WLAN-Steckdose. Guckt mal immer mal wieder rein, wie die Luftfeuchtigkeit ist. Also man sollte die Luftfeuchtigkeit bei 60-70% ungefähr halten. Und dann macht ihr das Ganze manuell oder über eine WLAN-Steckdose. Oder aber ihr macht das, wie ich das jetzt für diesen Trocknungsprozess gemacht habe. Und zwar kauft ihr euch, Link verlinke ich euch natürlich zu allen Produkten unten drin auch. Ihr holt euch bei Amazon eben für einen Apfel und ein Ei, ich kriege das Teil jetzt nicht da raus, so ich hab's, eine besondere Steckdose, die hier so mit so einem Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor ausgestattet ist und steckt dann einfach hier den Lüfter rein. Und dann kontrolliert diese Steckdose letztendlich für euch die Luftfeuchtigkeit da drin. Ihr könnt den Bereich von 60-70% Luftfeuchtigkeit einstellen und der Lüfter geht dann letztendlich an, wenn die 70% erreicht sind und geht dann auch wieder aus, wenn ihr letztendlich bei den 60% angekommen seid. Ja, jetzt stand diese Box bei mir unten im Keller und die Luftfeuchtigkeit habe ich da auf etwa 50% eingeregelt. Also damit das Material hier drin nicht zu schnell trocknet, wird diese Schale hier von Monsanto mitgeliefert. Hier kommt etwas Wasser rein und eine Fermentpulverlösung wird hier hergestellt und diese Schale kann man dann schön hier unten mit reinstellen und somit ist letztendlich ein Feuchtigkeitsausgleich hier drin auch geschaffen, der es eben bewerkstelligt, ja, dass die Blüten hier drin möglichst langsam runtertrocknen, dass enzymatische und mikrobiologische Prozesse innerhalb der Blüten stattfinden können und damit das Ergebnis ja, einfach so daraus kommt, wie wir uns das wünschen würden. Ja, ähnliches Prinzip sind letztendlich die Dry Firm Bags. Die Dry Firm Bags bestehen aus einer Art Membran, was eben Luftfeuchtigkeit durchlässt, aber keine Geruchsstoffe wie Terpene oder so aus diesen Folien rauslässt. Und dadurch, dass eben kontrolliert Luftfeuchtigkeit entweichen kann, ja, bleiben die Blüten ja möglichst lange in einer kontrollierten Atmosphäre drin.
und trocknen so eben möglichst langsam auch herunter. Der ganze Prozess hat hier, wie gesagt, nur 2 Wochen gedauert, bis sie bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit waren. Monsanto gibt das Ganze eben für 6 Wochen an. Nun, was ist passiert, als ich also die Blüten hier rausgenommen habe? Eine Sache muss man vorneweg sagen. Beide Varianten sahen wirklich nahezu identisch aus. Also wir haben hier wirklich einen sehr guten Chlorophylllabbau in beiden Systemen gehabt. Bei der Fermentbox hingegen kann man es riechen. Es ist Kiefernholz und es hat einen leichten Eigengeruch. Und als ich die Blüten hier rausgeholt habe, war ich tatsächlich erstmal schockiert, ja, weil diese Blüten doch ein sehr intensives Holzaroma auf den ersten Riecher hatten. Zum Glück, und das habe ich auch tatsächlich mehrfach online auch dann gelesen, weil ich musste das dann natürlich sofort googeln, ob das wieder verschwindet, hat sich das dann im Glas innerhalb von 3 bis 4 Tagen wirklich komplett egalisiert. Also man riecht von diesem Kieferholzgeruch mittlerweile gar nichts mehr und es riecht einfach wirklich sehr, sehr schön angenehm, so wie man sich das eben vorstellen kann. Zu den Messergebnissen von Greenery CBD aus Bürstadt kommen wir jetzt. Und zwar habe ich hier meine Proben persönlich abgegeben, nur nummeriert. Ich habe die Zahl 1 draufgeschrieben, habe die Zahl 2 draufgeschrieben und habe den Kollegen dann gefragt, ob er in seinem Feedback vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen kann, ob ihm irgendwas Besonderes aufgefallen ist. Vorab, ihm ist tatsächlich kein Unterschied aufgefallen. Also es wurde auch dran gerochen, aber eben diese Holznote ist nicht aufgefallen. Gleichzeitig die Probe, die jetzt aus den Dry Firm Bags rausgekommen ist, hat 18% THC tatsächlich enthalten, unter 2% CBD, eine Restfeuchtigkeit von 10,8% und eine Wasseraktivität von 0,5%. Das Ergebnis ist durchaus in Ordnung, also keinerlei Schimmelneigung war festzustellen. Es wurde gesagt, dass doch im Bereich des Curing doch noch ein bisschen mehr Wasseraktivität hätte vorhanden sein können, aber prinzipiell ist das ein gutes Ergebnis, so wurde es mir mitgeteilt. Bei dem Ergebnis hier jetzt aus der Dry Firm Box, aus der Fermentbox von Monsanto, ergab sich ein folgendes Bild. Also es ist fast identisch. Wir haben hier 17% THC, also dieses 1% weniger. Wurde mir aber auch gesagt, das sollte man nicht überbewerten, weil das innerhalb der Toleranz dieser Messeinrichtung, dieser Nahinfrarotmessung auch ist. Wir haben ebenfalls unter 2% CBD, aber, und jetzt kommt der Unterschied, eine etwas leicht höhere Feuchtigkeit von 12,3% mit einer Wasseraktivität von 0,4%. Und von dem Ergebnis waren die Leute von Greenery CBD auch sehr angetan, weil ich dann im Nachgang auch per Telefon mit Peter gesprochen habe und telefoniert habe und ihm gesagt habe, was hinter der Einser und der Zweier letztendlich sich versteckt hat. Und da hat er mir dann nochmal geschrieben, und das würde ich jetzt gerne auch einmal vorlesen. Weiter geht es zu Sample Nummer 2. Hier muss ich sagen, das Ergebnis hat mich überrascht. Ich kenne die Box, aber dass eine Lösung mit Aktivkohlefilter und Wasserschale ein Ergebnis in diesem Bereich erzielt, hätte ich so nicht erwartet. Auch wenn die Werte auf den ersten Blick nah beieinander liegen, sieht man aus meiner Sicht trotzdem Unterschiede im Verlauf der Trocknung. Die Blüte scheint in diesem Zeitraum etwas langsamer Feuchtigkeit abgegeben zu haben und gleichzeitig ihre Wasseraktivität gleichmäßiger reduziert zu haben. Mit 12,3% Feuchtigkeit und 0,4 Wasseraktivität sehe ich ebenfalls keine Schimmelneigung. Für das spätere Curing wäre etwas mehr Wasseraktivität eventuell noch interessant gewesen. Dennoch finde ich das Ergebnis dafür, dass man die Box im Prinzip einfach zu Hause aufstellt und arbeiten lässt, wirklich sehr gut. Ja, und damit fasst er meine Erfahrungen mit dieser Box von Monsanto auch wirklich sehr gut zusammen. Die Kollegen bei Greenery CBD haben tatsächlich auch eine V-Cure da stehen, also ein Top-Premium-Gerät. Und von denen zu hören, dass diese Box auf einem sehr guten Niveau abschneidet, finde ich klasse. Ich persönlich, mich hat das auch überzeugt. Ich werde in Zukunft meine Blüten nur noch in dieser Box hier fermentieren lassen. Ich finde sie einfach wirklich formschön. Ich finde, es ist toll, dass man hier nicht mit irgendwelchen Plastiktüten arbeiten muss, die 3-mal durchhalten. Dann kann man sie vielleicht reinigen oder man muss sie sich neu kaufen. Es ist letztendlich ein einmaliges Invest, was etwas höher ist. Aber wenn man damit umgeht, hat man da wirklich über mehrere Jahre viel, viel, viel Spaß mit.
Und wenn ich euch jetzt Lust darauf gemacht habt, dass ihr auch Bock habt, mit so einer Fermentbox hier von Bonsanto zu arbeiten, dann checkt mal unten in dem angepinnten Kommentar die Codes aus, weil da gibt es nämlich Rabatt ab 100 Euro bzw. ab 200 Euro mit dem jeweiligen Code Herbs and Terps 10 bei 100 Euro oder eben Herbs and Terps 20 bei 200 Euro. So, meine lieben Freunde, und jetzt sind wir lange noch nicht fertig. Ich habe ja natürlich noch einen Schmankerl unten bei uns in der Grow Factory, unten im Grow Keller. Und da würde ich sagen, gucken wir uns doch jetzt mal die Super Lemon Haze X Pink Candy von Greenhouse Seeds an. Genau, die steht nämlich unten in der V-Grow von Vivosun in dem Hydrosystem von Bonsanto. Und Leute, das macht mir gerade richtig, richtig, richtig viel Spaß. Aber bevor ich jetzt hier oben noch zu viel Worte verplapper, würde ich sagen, ich packe euch ein, wir gehen zusammen runter und dann gucken wir uns die Pflanze einfach an. Also, kommt mit! Und damit jetzt ganz herzlich willkommen hier in der richtigen Grow Factory, also nicht oben am Esstisch. Wir sehen hier hinter mir wieder diese 3 schönen Zelte. Kurz und knapp, ihr seht ja, die großen Zelte habe ich in einem Short angekündigt. Die beiden Pflanzen, die Trainwreck und die White Widow, die mussten leider ausziehen, weil ich einen Überwässerungsfehler gemacht habe. Tut mir richtig, richtig hart in der Seele weh, weil gerade besonders auf die Trainwreck habe ich mich persönlich eigentlich sehr gefreut. Aber wie gesagt, hinfallen, Fehler eingestehen, Krone richten und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten. Und momentan bin ich hier gerade richtig hart in der Planung, was genau hier reinkommt. Ich habe hier komplett aufgerüstet im Spider-Pharma-Zelt, den GGS-Controller diesmal hier oben befestigt und die ganzen Kabel an die jeweiligen Komponenten, also an den Umluftventilator, an den Luftbefeuchter, an die Lampe dran gestöpselt. Also dieses Mal möchte ich wirklich alles über den GGS-Controller auch steuern. Und ja, da habe ich mir was Cooles überlegt. Kurz und knapp, hier wird auf jeden Fall wieder Living Soil von Couple of Plants reinkommen, aber auf jeden Fall bewässerungskontrolliert über Tensiometer und über ein Blumat-Tropfsystem. Also das werden wir hier noch aufbauen und in Betrieb nehmen. Und in das andere Zelt kommt ja eine Light Soil Mixerde zusammen mit dem Greenhouse Bioline Dünger. Das habe ich schon seit einem halben Jahr hier rumliegen und ich kam bisher einfach noch nicht dazu, den mal einzusetzen. Und da freue ich mich auch mega dran. Beide Systeme sollen dann über Blumat bewässert werden, einfach nur damit ich hier meine kribbeligen Finger nicht wieder dazu bringen, dass die Pflanzen dann wieder drin eingehen. Weil dieses Mal, wenn ihr das Short gesehen habt, habe ich ja schon angeteasert, was für Sorten da rein sollen. Also guckt euch das Short mal an. Ist das letzte, was ich auf dem Kanal gepostet habe. Und hier leuchtet es ja schon so ganz verdächtig grün aus dieser kleinen Box raus. Und da würde ich sagen, Leute, da springen wir jetzt eben rein. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu der Super Lemon Haze X Pink Candy von Greenhouse Seeds. Und da sind wir jetzt auch schon bei der Pflanze. Der Super Lemon Haze X Pink Candy von Greenhouse Seeds kam als Freebie tatsächlich zu mir, als ich den Greenhouse Feeding Dünger bei Vince bestellt hatte. Da lag der eben mit bei und schlummerte die ganze Zeit schon bei mir im Kühlschrank rum und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, den endlich mal anzubauen. Und ja, schaut euch mal diese wunderschön gewachsene Pflanze an. Füllt jetzt auch wirklich die V-Grow bis zum Rand aus. Das Einzige, was ich bis jetzt gemacht habe, also ihr seht es auch hier, mit dem Haupttrieb, den ich nicht getoppt habe, also liebe Grüße an Strainbuster, der ja gesagt hatte, ich würde sie so oder so toppen. Nein, das hier wird mein schöner Hauptbud. Da möchte ich einfach mal sehen, was hier in dieser Box passiert mit diesem Haupttrieb. Und der ganze andere Rest ist hier wirklich wunderbar verteilt auf ähnlicher Höhe gewachsen. Und da lasse ich auch alle Triebe soweit mal wachsen, ohne dass ich hier mit einem Scrognetz bis jetzt arbeiten musste. Also wirklich ein wunderschönes Wachstum von dieser Pflanze hier zu sehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier eben die riesen Sonnensegel, also die wirklich so groß waren wie meine Hand, zu entfernen, damit diese ganzen nachkommenden Triebe einfach hier genug Licht abbekommen. Und bisher scheint der Plan wirklich sehr, sehr gut aufzugehen. Die Lampe in der V-Grow steht jetzt auf 90%. Die Pflanze hat jetzt hier eine Höhe von etwa knapp 60, ja 58 cm erreicht. Und natürlich steht die Lampe auch im Flowering-Modus, ja, damit wir das Maximum jetzt hier aus der Blüte rausbekommen. Vor etwa 2 Wochen habe ich sie auf 12,12 gestellt. Und man sieht jetzt hier, wenn man mal ein bisschen an den Haupttrieb herangeht, kann man natürlich auch schon die Vorblüten erkennen. Was ich recht schön finde, ist,
dass sich hier in dem Bereich der Hauptblüte auch so leicht bräunlich-lilane Fäden bilden. Da bin ich mal wirklich sehr gespannt, was letztendlich dabei rumkommen wird. Ja, diese Pflanze steht, wie ich schon gesagt habe, im Hydrosystem von Monsanto. Das bedeutet, wir haben hier einen Topf, der mit Bleekugeln gefüllt ist und der steht in einem Tank. Und dieser Tank wird dann durch eine kleine Pumpe, wird das Wasser immer wieder hier nach oben befördert, damit genug Sauerstoff reinkommt. Und ich blende jetzt auch an dieser Stelle genau mal hier ein Bild ein, was mich hier zeigt, diesen Sonntag beim Wechseln des Wassers und beim Reinigen des Reservoirs. Da sieht man nämlich die schönen weißen Wurzeln. Und man sieht auch eine kleine Optimierung, die ich vorgenommen habe. Nämlich habe ich den Schlauch, der durchsichtige Schlauch, in Alufolie eingewickelt, weil es da leicht grün angesetzt hat. Und das möchte ich einfach vermeiden, weil die Nährstoffe natürlich voll und ganz für die Pflanze zur Verfügung stehen sollen. Ja, andersrum aber auch fahre ich hier gerade noch ein paar kleine Experimente. Für die CO2-Versorgung habe ich hier einen Edelstahltank von Dennerle. Das ist ein Hersteller für Aquaristikprodukte. Da befindet sich so eine Art grüner Wackelpudding drin, der gerade von Hefe aufgefressen wird. Und von Monsanto habe ich hier in der Ecke auch noch den CO2-Generator stehen, der auch gerade von mir getestet wird. Also da können wir uns auf jeden Fall noch auf sehr, sehr interessante Ergebnisse freuen. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, da habe ich ein eigenes Experiment mit einfacher Trockenhefe und etwas Zucker in einem Behälter gestartet. Das war auch schon sehr vielversprechend. Und mal gucken, was diese beiden anderen Systeme dann zeigen. So, meine lieben Freunde, ist wieder ein bisschen längeres Video geworden, aber ich bin mir sicher, dem einen oder anderen wird das auch gefallen. So, ja, vielleicht nebenher beim Abendessen oder so ein bisschen was zu gucken, was ich so zu erzählen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir unten doch ein Like da und einen Kommentar. Klickt gerne die Links und die Codes, die unten im angepinnten Kommentar sind. Leute, ich bin raus. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis bald.